Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave, und wir machen gleich mal was richtig Geiles im neuen schönen Jahr, und zwar ein neues schönes Tutorial. Genau, machen wir gleich mal weiter mit der Geschichte, und zwar machen wir diesen wunderschönen Hai da hinten, den ihr da schön hängen seht. Hallo. Mit dem coolen 3D-Effekt und der Skullinsel. Das ist ein ziemlich cooles Bild. Gefällt mir sehr gut. Ich blende es jetzt natürlich mal in groß ein, damit ihr das einmal vernünftig seht. Aber das Ding sieht doch schon ziemlich geil aus, oder? Also ich finde gerade den Skull mit diesem Halbwasser und dieser Insel mäßig oben und dann drunter eben dieser Hai, der dann aus diesem Rahmen rausbricht, eigentlich schon sehr, sehr cool. Das Spannende eigentlich daran ist, dass es eigentlich relativ einfach ist. Bis auf der Hai, der ist natürlich ein bisschen detaillierter, ein bisschen krasser. Aber der Rest ist doch relativ leicht umzusetzen auch. Also könnt ihr ganz gut mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr wisst ja, die Bilder, das Referenzbild hiervon ist auch wieder in der Infobox. Da könnt ihr euch den ganzen Kladderadatsch einfach runterladen und dann einfach selber ausprobieren, wenn ihr denn Bock drauf habt. Ich finde ihn ziemlich geil. Macht ziemlich viel Spaß, hat ziemlich viel Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Und ja, habe ich auch komplett mit Nils in einem Brainstorming mal auf Discord, haben wir ein bisschen gequatscht über das Bild hier. Und haben das dann so zusammengewürfelt, und dann haben wir tatsächlich, habe ich das nebenher so ein bisschen skizziert und dann eben das Ganze hier selber ausgedacht, und das ist schon irgendwie was Cooles, mal nicht nur ein Referenzbild, was ich abzeichne und ein bisschen verändere oder so, sondern einfach mal komplett was Eigenes, und das ist schon ziemlich cool. Warum machen wir den jetzt eigentlich? Wollte ich euch nochmal so ein paar Schablonen wie den da oben hier rauslassen, oder ich wollte euch sogar hier den Stirb langsam zeigen mit den neuen Skin-Tones von Airbrush Color for You, die ich jetzt gerade da habe, was ziemlich geil ist. Yippie-ki-yay, Motherfucker. Wollte ich auch noch machen, aber mir ist eingefallen, der schöne Hai, der kommt ins Airbrush Magazin Step by Step rein als Step by Step Beitrag von mir, was ich schon ziemlich geil finde. Und da habe ich aber auch reingeschrieben, dass der auch auf meinem Kanal schon verfügbar ist, und ist mir natürlich irgendwann eingefallen, hey, jetzt wird es langsam mal eng. Ich weiß zwar nicht, wann das Heft rauskommt, beziehungsweise wann das Thema rauskommt, kann natürlich sein, dadurch, dass es ein relativ sommerliches Bild, sage ich mal, ist irgendwo mit dem Wasser und allem, dass es vielleicht eher Richtung Sommer rauskommt. Kann sein, es kommt erst Mitte des Jahres raus oder vielleicht sogar Ende des Jahres. Kann auch sein, es kommt mit dem nächsten Heft oder mit dem übernächsten raus. Und da wollte ich das wenigstens schon mal hier angefangen haben, beziehungsweise vielleicht fertig gemacht, weil so viele Teile werden es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube 3, maximal 4. Und ja, finde ich irgendwie cool. Ich habe hier einen Petsyball. Muss ich wieder aufpassen, wenn ich aufs Referenzbild gucke, dass ich nicht die ganze Zeit rumhampel hier. Boing, boing. Ja, warum habe ich den Ball, weil ich die ganze Zeit scheiß Hüftschmerzen habe? Also, jetzt hat mich meine Frau verdonnert, dass ich den benutze. Die ist ja Physiotherapeutin. Jetzt kann ich hier die ganze Zeit rumgrooven. Tschakka, tschakka, tschakka. Oh, mein Gott, Alter. Das Weihnachten und Kind gekriegt Neues. Hier schon direkt wieder so ein fettes Doppelkinn. Ne? Gleich mal wieder die Fettpolsterchen überall dran. Oh ja, in meinem Bauch rumpelt und pumpelt es. Höchste Zeit, dass ich etwas nasche. Man wird wieder fein hier im neuen Jahr jetzt hier. Gleich mal wieder abspecken. Ein kleiner Specki geworden wieder. Ja, ich bin völlig abgeschweift und weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber der ist bei Step by Step drin. Ich finde es mega cool. Ich habe mit Roger Hassler bzw. mit Katja Hassler geschrieben, und die hat eben schon gesagt, ja, den wollen die unbedingt, und ist schon eigentlich alles fix. Und die haben den bei sich dort liegen, und jetzt kommt eben noch die Frage an, wann es thematisch passt und im Heft dann quasi auch passt, dann kommt der da rein. Und dann habe ich mir gedacht, komm, starten wir doch jetzt einfach mal mit dem. Ist doch eine coole Sache. Und dann kriegt ihr hier den Stirb langsam oder hier die Skulls, die kommen halt dann danach. Muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme. Den habe ich ja im Endeffekt schon aufgenommen. Den ist natürlich dann ein bisschen einfacher. Muss ich jetzt auch mal schauen, wie es gerade wieder so mit der Zeitmanagement hinhaut. Und genau. Unterstützt mich gerne, schaut gerne mal in die Infobox rein.
Da könnt ihr mir ein Ovolus da lassen, wenn ihr Bock habt. Da könnt ihr in den Merchant Shop reinschauen. Da könnt ihr so viel Zeug machen, einfach mal reingucken. Ist eigentlich kein Nonsens drin. Unterstützt auch gerne meinen Airbrush-Partner Airbrush4U. Die Jungs sind ziemlich cool. Ein cooler Airbrush-Shop. Könnt ihr mal gerne auf die Seite draufgehen und euch da einfach mal durchschauen. Dann werdet ihr das schon selber sehen. Boing, boing. Nee, die sind aber wirklich auch sehr, sehr cool und schaut da gerne mal vorbei. Kann ich euch einfach nur empfehlen. Vor allem hier die Skin-Tones sind richtig klasse. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Mit deckenden Tönen arbeite ich noch nicht so viel, aber das Bild ist komplett mit deckenden Tönen gemacht. Hier. Referenzbild. Ah, ja, da. Genau, und deswegen tippitoppi kann ich einfach nur jetzt schon sagen. Aber wie gesagt, zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch auf meinem Kanal. Und dann haben wir, glaube ich, soweit alles. Bild ist, wie gesagt, im Referenz. Also Referenzbild ist in der Infobox. Könnt ihr euch auch runterladen, könnt ihr euch neben dran legen, könnt ihr mitmachen, könnt ihr ausprobieren. Egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid. Wir maskieren da den Rahmen ab etc. Also da machen wir relativ viele Sachen, die einfach sind. Vor allem jetzt gerade am Anfang, da könnt ihr noch sehr, sehr gut mitmachen. Und dem Hai, ja, der ist eigentlich auch relativ einfach zu machen, wenn man den Aufbau davon machen. Und deswegen probiert das gerne aus. Schickt es mir gerne zu. Schickt es per E-Mail oder per Instagram. Bei Instagram bin ich viel unterwegs. Da könnt ihr mich auch gerne mal liken, wenn ihr Bock habt. Oder Discord, da sind jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, fast 30 Leute. Das ist schon sehr geil und wird immer aktiver, sehr cool. Da könnt ihr gerne auch reinkommen. Wir sind ja meistens Samstag fast immer online und quatschen von 19 bis 20 Uhr einfach mal ganz gechillt eine Stunde. Manchmal wird es auch ein bisschen länger, manchmal kommt auch noch ein bisschen Bier dazu. Also immer ganz witzige Abende, wenn ihr da Bock habt. Schaut einfach gerne mit rein. Und dann würde ich sagen, ich habe schon wieder so viel gelabert. Ab zum Maltisch. Ahoi. So, Dalle, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wir starten ja mit dem schönen Hai und dafür haben wir natürlich unsere Leinwand 50 x 40, wenn ich das richtig im Kopf habe. So wie die beim Skull und bei dem Loop, den wir genommen haben. Und die gleiche Größe hat eben auch der Hai. Und als allererstes kleben wir natürlich einmal schön den Rand ab, weil wir wollen natürlich so einen leichten 3D-Effekt haben, sodass der Hai quasi aus dem Bild herausschwimmt. Und das schaffen wir natürlich nur mit einem Rahmen und dem dazugehörigen Schatten nachher. Und da das aber relativ zum Schluss kommt, kleben wir jetzt erstmal schnell den Rahmen ab, damit wir den einmal abgesteckt haben und nachher schön in Ruhe in der Mitte arbeiten können. Und deswegen nehme ich hier so ein recht breites Tape. Ich glaube, das sind 40 mm Tape. Also schon relativ breites. Und klebe das jetzt einmal hier ab. Und dann habe ich nämlich schon schön den Rand. Wir kleben den jetzt natürlich nicht nur ab, um den zu schützen, sondern wir wollen natürlich innen auch das Ganze blau machen. Und das ist gerade der Hauptgrund, warum wir es abkleben. Ich werde hier völlig konfus. Noch keinen Tropfen getrunken, ich glaube, daran liegt es. Ich klebe es jetzt nochmal mit dem Malerkrepp ab, damit es einfach nochmal breiter wird. Also ich möchte es einfach noch ein bisschen dicker haben. Das 40er Band doppelt nebeneinander wäre mir jetzt zu breit, deswegen nehme ich hier jetzt nochmal so ein 25 mm Kreppband, das ist glaube ich ein Standarddicke, und klebe das innen nochmal ab und dann habe ich quasi die Innenfläche so groß, wie ich sie haben möchte und eben den Rahmen so groß, wie ich ihn brauche, weil ist er zu klein, dann wird der Effekt von diesem Rausschwimmen des Hais nicht ganz so geil. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Und genau, dann kleben wir das nämlich hier schön ab, damit wir nämlich einmal schön den Hintergrund ausmalen können mit einem schönen Blau. Und wenn wir das dann nämlich haben, dann können wir damit arbeiten. Und genau, dann ist das ziemlich safe. Dann kann uns jetzt hier kein Sprühnebel mehr rüber rutschen. Wir machen natürlich hier Sicherheit, Safety first, wenn wir so viel brushen oder gerade so große Flächen, dann benutze ich das Gerät hier, meine Absaugung sowieso immer direkt
vorne dran. Einfach damit wir der Gesundheit was Gutes tun. Und nehmen hier dafür das Total Cover, um den Hintergrund einmal durchzusprühen. Haben wir hier nämlich ein schönes deckendes Blau. Und genau, eben, die Absaugung läuft eh immer nebenher, wenn ich hier nicht brush. In einer leichten Geschwindigkeit. Aber kurz randalieren. Shake, 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 Signora. Shake your body like so. Ja, immer richtig schön. Da kann ich mich schon selber nicht mehr dran erinnern. Ist schon lange her, dass ich es vorher gemacht habe. Jetzt fummel ich hier noch am Nippel rum. Am Farbnippel. Genau. Und die läuft eh immer nebenher so auf mittlerer Stufe. Und wenn ich dann aber so krass viel Nebel, wo ich weiß, also ich mache hier jetzt 4 Quadratmeter, in Anführungszeichen Quadratmeter, dann lasse ich die sowieso auf Volllast laufen, aber stelle sie halt direkt davor, dann zieht das schon mal den ganzen Sprühnebel weg und dann bin ich da wirklich safe. Und zur Not ziehe ich dann halt noch die Maske an und dann bin ich da komplett safe. Und jetzt ist eigentlich nur wichtig, dass wir einmal schön die Ränder absprühen und dann eben hier Schicht für Schicht machen. Lieber langsamer zwischentrocknen lassen, damit das Ganze nicht unterläuft. Wenn es unterläuft, sieht es halt nachher scheiße aus. Ihr müsst das halt wieder gegenkleben mit dem Tape und mit Weiß wieder abcovern, aber das Weiß ist nicht so weiß wie der Hintergrund von der Leinwand und dann sieht das wieder andersfarbig aus. Und dann sieht das halt einfach, kann das relativ schnell ein Scheiß sein, deswegen macht es jetzt hier einfach schön langsam. Ich speed es jetzt mal ab, weil jetzt wirklich interessant ist, jetzt nicht mehr das zu sehen, wie ich hier 10 Minuten lang das ganze Ding ausmal. Natürlich erstmal noch hier schön den Kaffee in Sicherheit gebracht, damit da nichts reinfliegt. Und dann lege ich hier wieder los. Ich habe jetzt hier wieder die Evolution genommen mit der 0,2er Düse. Hätte ich mal lieber die 0,4er genommen, das wäre deutlich besser gegangen. Habe ich jetzt aktuell endlich mal, nachdem ich ja jetzt die Iwata habe und noch die Infinity, habe ich jetzt mal eine Evolution wieder umgerüstet von 0,2 auf 0,4er Düse und Nadel, damit die einfach für große Sachen besser zu eignen ist. Sehe ich jetzt gerade hier beim Stirb langsam Bild, was ich gemacht habe, habe ich die viel für den Hintergrund genommen. Das ist einfach doch deutlich angenehmer, so eine größere Düse, einfach weniger verstopft, einfach schöneres, größeres Spritzbild gibt und wird sich jetzt hier auch anbieten. Aber wie gesagt, hier habe ich die Pistolen noch nicht gehabt. Das Bild ist ja schon ein Weilchen her, schon ein paar Monate. Ich habe noch so viele Videos in der Pipeline, die ich schon alle fertig habe. Und genau, warum mache ich eigentlich das jetzt? Ist nicht gerade so die Zeit für so ein, sag ich mal, eher sommerliches Bild, aber das werde ich wahrscheinlich schon im Opener gesagt haben oder vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es vergessen. Opener mache ich natürlich erst nach der Aufnahme hier, deswegen hört es das jetzt im Regelfall vielleicht zweimal, aber ist ja wurscht. Das Bild hier kommt bei dem Step-by-Step Airbrush Magazin vom Roger Hassler nämlich raus. Ja, kommt das rein, meine ich. Raus. Ich bin halt schon wieder so Panne irgendwie. Genau, da kommt das rein als Step-by-Step-Beitrag und das ist schon ziemlich cool. Und in dem Beitrag habe ich auch reingeschrieben, dass das Ding natürlich auch als Tutorial auf meinem Kanal gibt. Und jetzt ist das schon alles durch und ich weiß jetzt nicht, wann das genau rauskommt. Die machen das natürlich auch themenabhängig. Kann auch sein, das kommt erst im Sommer raus oder so, das Bild. Aber ist ja völlig wurscht. Ich habe mir gedacht, ich hau das jetzt mal lieber raus, damit ich es dann auch drinnen habe, wenn man danach fragt und was ich danach sich das anschauen möchte. Ich habe mir gedacht, dann mache ich das lieber mal und dann bin ich da safe. Und dann fangen wir jetzt nämlich mal mit dem Hai an. So viele Videos werden es, glaube ich, eh nicht. Vielleicht 3 oder maximal 4. Das geht doch relativ zackig. Genau, jetzt haben wir hier den Rahmen. Ihr seht es, dadurch, dass ich das schön mit Geduld und meiner Zen-Mäßigkeit durchgezogen habe, ist das jetzt schön nicht unterlaufen. Und dann haben wir jetzt hier nämlich schön die Fläche, auf der wir arbeiten können. Und ich klebe nachher auch noch das Weiße ab. Ich habe es erst ohne probiert, weil ich gedacht habe, ich bin ein bisschen faul und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist schon ziemlich dumm. Und dann kleben wir nämlich nachher noch den oberen Teil dann ab, damit wir da nämlich schön malen können. Das machen wir jetzt nämlich gleich. Und als allererstes fangen wir jetzt mal nämlich mit dem Wasser an. Von unserer Insel bzw. von der Schädelplatte, die jetzt da noch ein bisschen emporlinst und sich da schon schön Vegetation breit gemacht hat. Machen wir jetzt nämlich einmal ringsrum
schön Wasser. So, Dale. Und das Blaue, die Total Cover, das Blaue, was wir da benutzt haben, das war natürlich unverdünnt. Das wollte ich mal noch schnell sagen. Jetzt haben wir hier natürlich das Weiß, das ist natürlich verdünnt, so wie ich es immer verdünne. Das solltet ihr ja langsam wissen, wenn ihr meinen Kanal schaut und guckt, dass ich die Weiß eigentlich immer verdünne, genau wie das Schwarz, außer ich brauche wirklich fürs Highlighten oder fürs absolute tiefe Schwarz. Dann greife ich auch mal ganz gerne zur puren Farbe, aber das mache ich wirklich selten. Und deswegen wisst ihr ja, die hier ist verdünnt. Und ja, da lässt sich es einfach leichter arbeiten. Ist gängiger, ist smoother, gibt nicht so viel Tip-Dry und. Wisst ihr ja, und deswegen machen wir das auch so. Und ihr seht, jetzt tasten wir uns hier langsam ran. Ich weiß gar nicht mehr, was bei dem Bild mit den Düsen war. Irgendwas hat da gar nicht gepasst oder nicht gestimmt. Irgendwas war wieder hier. Ich glaube, die Sachen poliert und dann war das Ganze am Arsch. Also hier arbeite ich, glaube ich, wieder mit so halb kaputten Guns irgendwie rum. Da ich einfach nicht ein paar Tage warten konnte, bis die Ersatzteile kamen, oder die neuen Düsen, irgendwie so. Irgend so ein Käse war das noch. Aber ich sage, es ist schon wieder so lange her, dass ich schon wieder vergessen habe. Aber Mai, ihr seht, es funktioniert irgendwie immer. Irgendwie finde ich da immer einen Weg, um das Ganze irgendwie dann noch irgendwie hinzubekommen. Und das ist dann nachher am Ende das Wichtigste, dass es doch irgendwie funktioniert. Und genau, jetzt stecken wir mal hier so ein bisschen das Wasser ab. Einmal erstmal die vordere Grundlinie, wo es quasi nachher runter geht ins tiefe Wasser und hier oben die eben einmal die Kante um den Skull rum und einmal für den Horizont. Da haben wir einfach mal das Wasser ringsrum abgesteckt und können da jetzt eben anfangen, so ein bisschen Details reinzubringen, so ein bisschen wellenmäßigen Wellengang. Und eben das Ganze so ein bisschen plastischer aussehen zu lassen. Und deswegen machen wir da jetzt langsam. Und hier ist natürlich blöd von mir, hätte ich gleich abkleben sollen, weil da kann man nämlich gescheit schön rausmalen, so damit das einfach nicht so abrupt wirklich zum Bild hin aufhört. Das sieht nämlich nicht so gut aus. Deswegen ist das nachher schon das Richtige, aber ich habe es, glaube ich, erst relativ spät gemacht. Weil ich, wie gesagt, einfach zu faul war. Faulheit obsiegt. Und das ist halt immer so ein Ding. Sollte man nicht machen. Ich muss hier aufpassen, dass ich auf meinem Petsyball, ein geiles Wort, nicht so viel rumwipp. Das ist natürlich schon cool, auf dem rumzusitzen. Ich habe aktuell nämlich schöne Hüftschmerzen, deswegen habe ich hier mir den Ball von meiner Frau geklaut. Und dann wippe ich die ganze Zeit rum wie so ein Verrückter, aber ich vergesse die ganze Zeit, dass es natürlich schön laut ist. Ich hoffe, man hört das nachher nicht so die ganze Zeit in der Aufnahme. Wäre natürlich geil. Alles nochmal neu machen. Das habe ich hinter mir. Hoffentlich passiert mir das nicht nochmal so schnell, dass ich so viele wieder hier eine halbe Stunde aufnehme und wieder vergessen habe, das Mikrofon einzuschalten oder so. Oder so ein Käse hier im Schnittprogramm wieder das Ding einfach auf stumm gestalten wird, was ich echt... Ist aber so dumm in dem Programm hier. Also es ist wirklich geil zum Bearbeiten und Videos machen und so, aber es ist so dumm, dass wenn nicht eine Aufnahme beginnt, das Mikrofon grundsätzlich immer als stumm eingestellt ist. Warum auch immer. Voll der Bullshit. Und wenn man da halt nicht drauf achtet, ja, dann war es völlig für die Katz. Und dann ist das nicht so geil. So, der Hund hat sich jetzt auch noch hier reingeschlichen, nur. Ja, mach Platz. Oh, ist fein. So, ihr seht jetzt schon, ich bringe da so ein bisschen ein paar Ebenen rein, so ein bisschen hier um den Skull rum, so ein bisschen die Gischt, die da so gegenprasselt. Und es sind auch so ein bisschen mehr dann das Weiß im Vordergrund und hier dann halt mehr so ein bisschen wellenmäßig. Hier jetzt am Rand wieder mache ich natürlich wieder so mehr ein bisschen die Gischt und ein bisschen hier das Wasser und den Wellenbruch. Und ja, da müsst ihr einfach ein bisschen mitspielen, aber es ist wirklich gar nicht so schwer. Ich finde generell das Bild gar nicht so schwer. Das kann man, glaube ich, relativ gut nachmachen, habe ich mir gedacht. Deswegen probiert das gerne mal aus. Würde mich echt mal interessieren, wie das bei euch so funktioniert, wenn ihr sowas mal nachmacht.
ist jetzt wirklich, wie gesagt, ich finde es vom Schwierigkeitsgrad relativ angenehm. Der Hai ist natürlich nachher ein bisschen, ja, der ist ein bisschen krasser. Aber da könnt ihr ja euch selber ein bisschen helfen und es wieder ein bisschen leichter machen oder zur Not Pinsel und Stift oder so nehmen. Aber so der ganze Hintergrund und der Skull und die Insel und das ist alles relativ einfach. Das könnt ihr gut selber mitmachen. Und fände ich ganz spannend, wenn ihr da der eine oder andere dort mal anfängt oder mal versucht nachzumachen. Gell, Nils? Das geht an dich. Nein. Aber ich glaube, dieses Bild ist ja aus der Idee vom Nils und mir entstanden, aus dem ganzen Rumgemixt. Da haben wir bei Discord ein bisschen rumgewitzelt und ein bisschen rumüberlegt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und haben dann so rumgescherzt, was könnte man Cooles machen und hier was Cooles. Und dann hat jeder so ein bisschen was dazu beigetragen. Und am Ende kam dieses Bild hier bei mir raus. Das finde ich halt schon wieder cool irgendwie. Also da finde ich Discord einfach cool, dass ich da einfach so austauschen kann. Kommt gerne rein. Ich glaube, brauche mal so einen coolen Werbespot wie bei YouTube manchmal, diese komischen Assis da. So, ich habe 500 € verdient, ey, komm in den Club, komm rein, danke, nie wieder arbeiten. Das mache ich jetzt hier mit dem Discord. Komm in den Club. Ja, da steht sogar schon der Hund auf, gell? Oh ja, Kappa, du bist ein Feiner. Ein alter Herr, du. Merk mal an deinen ganzen Flatulenzen, Kollege. Aber bitte halt dich heute mal zurück, sonst vergaß mich hier drinnen noch. Nee, aber Discord ist eine feine Sache. Es sind jetzt auch immer mehr und mehr Leute drin. Ich glaube schon mittlerweile über 25 Stück. Und finde ich cool. Macht Spaß bei unseren Samstagabenden. Könnt ihr gerne mit reinkommen zum Quatschen. Ist so stammtischmäßig. Irgendjemand ist immer da. Könnt ihr ein bisschen quatschen. So. Bevor ich jetzt aber hier weiter... Ja, der Hund penetriert mich doch. Wir machen jetzt hier, guckt mal, einmal habe ich jetzt hier kurz die Insel abgesteckt, damit ich einfach einmal weil ich jetzt natürlich viel mit Weiß arbeite und natürlich das Ganze auf dem schwarzen sage ich schon, auf dem blauen Hintergrund auch mit Weiß vorgemalt habe, damit das Ganze nicht so nachher verloren geht oder ich das nicht mehr so sehe, habe ich die Insel jetzt da eben einmal kurz durchgezogen, dann habe ich das einfach safe. Und jetzt habe ich hier schon das Türkis drin, das transparente Türkis. Und mit dem male ich jetzt eben die Wellen einmal an. Und da seht ihr schon, habe ich schön rausgemalt und mich schon geärgert und habe mir gedacht, du Trottel, jetzt klebt das doch endlich mal ab. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das geht schon irgendwie. Ja, das ist so geil. Ja, einfach keinen Bock hatte. Einfach nur weiter brushen wollte. Und ja, nee. Das ist Käse, also klebt es gleich ab wieder. Einfach einen kleinen Bogen reicht, wenn ihr nicht so viel Overspray macht wie ich, dann kommt ihr da super gut klar. Und wenn es natürlich bei euch mehr Overspray gibt, dann klebt den Rand einfach wieder komplett ab. Und dann seid ihr da wirklich 100% safe, könnt da schön arbeiten, könnt rausmalen. Ihr sollt auch rausmalen, damit das einfach organischer aussieht und ein bisschen besser ist. So sieht jetzt meine, sag ich mal, gerade die rechten Wellen alles Decker-Strokes-mäßig, werden immer kleiner und enden dann kurz vor Bildende. Das sieht halt irgendwie komisch aus. Also nicht zu empfehlen. Deswegen klebe ich das jetzt nachher doch nochmal schnell ab. Und ja, jetzt nehme ich erstmal alles mit dem Türkis ein, damit das einmal mal so ein schönes helles Blau gibt. Zum Inselrand ringsrum ist es natürlich dann ein bisschen türkiser und dann weiter nach außen wird es natürlich dünkler und blauer, aber ich habe das jetzt nicht ganz so krass gemacht, weil ich das Türkis nachher noch ein bisschen mit runterziehen will über den ganzen Skull. Und Kappa, könntest du hier mal nicht meine ganze Matte zerlegen und dich hier so wälzen und alles kaputt machen? Danke. Ach, der Hund ist einfach nur der Burner. Aber ihr seht, ich habe es noch lange rumprobiert, weil ich einfach nicht wollte. Hier habe ich jetzt das dunkle Ultramarinblau. Das ist richtig dunkle, was ich sonst sehr selten benutze. Habe ich jetzt hier mit drin. Oh, das ist auch ein transparenter Ton, aber den kann man halt auch schon mal zum Malen nehmen. Also ihr könnt auch transparente Töne, so ein bisschen, mit denen ihr auch ein bisschen malen und ein bisschen Tiefe geben. Dadurch, dass der Äther recht dunkel ist, geht das schon. Da braucht man dann nicht zwingend einen deckenden Farbton.
Und deswegen machen wir das. Ich muss kurz hier einen Schluck Wasser trinken. Oh. Perfekt. Und genau, dann machen wir das. Jetzt nehme ich hier so ein bisschen, schon mal so ein bisschen Struktur reinbringen, so ein bisschen hier verschiedene Wellenarten, ein bisschen verschiedene Farben, damit das alles so ein bisschen fluffiger, organischer aussieht. So ein bisschen einfach besser wird. Und ja, ist jetzt hier auch schon links wieder ein bisschen rausgenebelt. Das ist Käse. Das ist Käse, klebt jetzt endlich ab, du Trottel. Klebt jetzt ab. Genau. Und jetzt habe ich mir, glaube ich, irgendwann der Moment, wo ich mir denke, ach, greif doch jetzt schnell dahin und kleb das Ding ab. Und dann hast du deine Ruhe und fertig. Hör auf, den Boden abzuschlotzen, du Ferkel. Der leckt der Hund den Boden ab. Warum? Der schlotzt einfach stundenlang den Boden ab. Du Ferkel. Ja, super. So. Genau, schnell abgeklebt. Hier so ein breit, so ein 25er mm oder 30 mm Tesa, Crepe kurz, das reicht. Da kann man rausmalen, das passt, das sieht gleich besser aus und da braucht man sich keine Gedanken machen. Ist dann gleich viel, viel besser und ja, macht das einfach auch gleich und dann seid ihr da safe dran. Aber wie gesagt, ich finde das Bild recht einfach zu machen. Da könnt ihr euch wirklich mal dran probieren und vielleicht mal sowas echt probieren umzusetzen. Wie gesagt, das Bild ist wieder in der Infobox, das fertige. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr euch genau angucken, sind alles immer recht gute Bildqualitäten. Also da könnt ihr genug reinzoomen und wenn ihr es euch ausdruckt oder daneben legt oder so, dann habt ihr da ein gutes Referenzbild, mit dem ihr was anfangen könnt, mit dem ihr dann eben sowas auch mal nachmachen könntet. Und da habt ihr dann eigentlich mit dem Video wieder alles an der Hand, was ihr braucht, um sowas mal zu machen. Wenn ihr es mal ein bisschen aufwendiger, ein bisschen länger haben wollt, ein bisschen krasser, aber ich finde, der Nils hat ja zum Beispiel schon mal den Skull gemacht, was ich schon ziemlich krass finde. Diesen mega krass detaillierten Skull hat er ja mal einfach nachgemacht und das auch so gut. Das ist eigentlich echt der Wahnsinn. Und da nur Chapeau und das geht schon. Also das kann man schon dann auf sein Level runterbrechen und das dann mal machen. Ist eigentlich schon eine coole Sache. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es gemacht habt, dann teilt das natürlich gerne mit mir. Hier auf YouTube oder per E-Mail oder per Instagram oder per Discord. Habt ihr genug Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder mir das zu schicken. Wie gesagt, auf Instagram bin ich auch ziemlich aktiv, deswegen da könnt ihr das natürlich auch problemlos schicken. Da sind auch schon ein paar Skulls reingekommen von dem Übungsskull. Ein paar Bilder und ein paar Bilder bei Facebook und so. Das ist auch schon ziemlich cool. Der hat jetzt mal alle bei Discord gesammelt. Das haben jetzt schon einige gemacht. Das ist irgendwie so cool zu sehen, wie viele Leute so verschiedene Sachen machen. Der eine macht das so farbig, der andere so. Bei dem einen sieht das wieder ganz anders aus. Aber richtig cool gemacht. Also das hat mich sehr gefreut. Das funktioniert richtig klasse bei euch. Finde ich eine coole Sache. So, dann. Entschuldigung. Ha. Jetzt haben wir natürlich hier wieder die Gischt und ein bisschen so den Wellenbruch oben und unten gemacht. Den ziehen wir jetzt immer wieder mal ein bisschen mit Weiß raus und können es dann, wenn wir es noch tiefer haben wollen, eben wieder ein bisschen einfärben und dann nochmal ein bisschen drüber gehen und so kann man mit den transparenten Tönen eigentlich eine schöne Tiefenwirkung erzielen. Oh, das finde ich immer spannend und eigentlich ganz cool. Das kann man nämlich so oft machen, wie man das möchte, wie man das Gefühl hat, dass es halt irgendwie dann besser aussieht, eine bessere Tiefe kriegt oder ihr seid einfach unzufrieden mit dem Gesamtbild, dann könnt ihr da immer wieder mal drüber gehen und das einfach so machen, bis es eigentlich passt. Und das ist dann eigentlich echt eine coole Sache. Und wie gesagt, hier sind jetzt eben ein paar dunklere blauen Stellen so vom Wellengang drin, aber so das Hauptding ist eigentlich das Türkise und das ziehen wir nämlich nachher eben schön über den Skull nach unten und dann, wenn wir unter den Skull kommen, dann gehen wir mehr nachher ins Dunkelblaue und wenn wir dann relativ nah beim Hai sind, dann gehen wir auch ins richtig dunkle, schon fast ins Schwarze, ein bisschen auch hier ins Violette rein, damit wir einfach so einen richtig schönen Farbverlauf von hell nach dunkel kriegen, von Türkis nach Schwarz. Und da haben wir unten natürlich für den Hai nachher einen viel besseren Kontrast,
sticht der natürlich viel besser raus wie aus einem hellen Farbton, nämlich aus dem hellen Farbton sticht der dann nämlich viel, viel mehr raus, als wenn wir den in, sag ich mal, in so einem helleren Türkis lassen, finde ich, weil wenn wir den natürlich oben mit den Lichtreflexen und so machen und grau machen, dann sieht das schon sehr geil aus. Von unten ist er natürlich schwarz, weil halt von unten kein Licht kommt. Und ja, dann ist das schon cool. Und dadurch, dass er natürlich hier aus dem Rahmen bricht, hat er natürlich dann vorne wieder unten ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Licht und so. Das ist schon ganz gut abgemixt von mir. Und dann sieht das nachher schon geil aus. Und da habe ich mir halt lange Gedanken gemacht. Ich mache mir natürlich bei sowas immer generell lange Gedanken. So, der Kind crasht die Aufnahme. Ja. Tja, wollte nur mal wieder schauen, was der Papi hier wieder so in seinem Zimmer dauernd vor sich hin brabbelt. Und hier ist doch niemand. Mit wem redest du, Papi? Geil. Nee, aber ich mache mir natürlich viele Gedanken bei so einem Bild. Ich gucke natürlich, wie kommt es am besten raus? Mache ich das hell oder dunkel? Und ich meine, hier gibt es für mich kein Referenzbild, weil ich das Bild hier selber gemacht habe. Komplett. Und bis natürlich der Hai, den habe ich mir natürlich rausgezogen irgendwo. Aber gerade so der Skull und das Ganze ist einfach selbst gemacht. Auch der Hai ist natürlich, da habe ich natürlich schon die Vorlage gehabt für den Hai separat, aber halt nicht mit der Belichtung und allem. Also das habe ich natürlich schon alles selber gemacht, damit es auch einfach passt. Sonst hätte das einfach vorne und hinten nicht gepasst. Und deswegen, muss man sich da einfach Gedanken machen, wie sowas am Ende aussieht, wie das Sinn macht, wie das stimmig wirkt oder nicht. Und sowas macht mir aber dann echt viel Spaß, weil gibt mir einfach einen viel kreativeren Freiraum und Rahmen, irgendwie die Sachen so zu gestalten, wie ich da Bock drauf habe irgendwie. Und da bin ich dann nicht so drauf angewiesen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Bruce Willis hier mache mit, wie heißt der denn jetzt nochmal? Bei Stirb langsam. Boah, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Egal, ihr wisst ja. John McClane, so. Das Bild ist natürlich 1:1 das DVD und auch das Kinocover gewesen. Und da habe ich natürlich keinen künstlerischen Freiraum, selber was reinzumachen. Kann ich natürlich schon, aber das ist natürlich bei dem Bild nicht der Anspruch gewesen, nicht der Fokus, sondern es sollte so nah wie möglich dran bleiben. Und ist natürlich dann wieder was anderes, wie dann hier, wenn ich dann einfach machen kann, was ich will, weil ich es einfach selber gemacht habe. Und das ist natürlich schon ziemlich geil. Und ich finde, es ist gut geraten. Also mir gefällt es gut. Hat viel Spaß gemacht, lässt natürlich immer ein bisschen mehr Raum für Fehler, was dann so Belichtung und Motiv und die Optik angeht. Auch gerade hier der Wellenbruch und so und auch gerade hier das Wasser mit der Unterteilung ist natürlich auch nicht optimal, aber macht auch vielleicht von der Perspektive nicht 100% Sinn, aber ist mir eigentlich wurscht. Es hat so weit gepasst, dass ich mir gedacht habe, das ist völlig in Ordnung. Und jetzt ziehe ich gerade über den Horizont noch ein helles Licht. Helles Licht, ja. Einfach die Sonne im Hintergrund. Mache ich einen Farbverlauf nach oben, damit es einfach einen schönen blauen Himmel gibt, wo es oben einfach schön dunkelblau ist und hinten am Horizont halt ein bisschen heller einfach, damit das irgendwie ein bisschen stimmiger aussieht. Und dann habe ich ja oben gerade noch ein bisschen mit dem Türkis einfach ein bisschen reingearbeitet. Das wurde durch das Total Cover Blau dann relativ dunkel und so kann ich jetzt ein bisschen, da gleich Struktur reinbringen und ein bisschen hier Wolken machen und kaum angesprochen, schon fange ich an mit den Wolken. Und dann mache ich jetzt eben einfach so ein bisschen zottelige Wolken. Und auch die sind jetzt nicht hier. Da habe ich jetzt keine mega krassen Wolken oder so, sondern mache einfach so, wie ich das Gefühl habe, dass es passt. Ich habe mir, glaube ich, ein Referenzbild mal vorhin so ein bisschen vom Wolken reingehauen, um zu schauen, wie das so ungefähr aussieht, damit das ein bisschen sinnvoller ist und dann, wird das schon passen. Und jetzt, da orientiere ich mich natürlich schon immer ganz gerne ein bisschen an irgendwas, über die ich jetzt hier nicht ganz, also ich habe nicht alles so, manche Leute können ja jeden Scheiß frei aus dem Kopf malen, da bin ich wirklich, finde ich immer wieder beeindruckend, ist wahrscheinlich auch jahrzehntelange Übung, aber da zähle ich jetzt nicht wirklich dazu.
Ich kann jetzt ja auch hier nicht Rob Boss. Ach, geil. Bob Ross-mäßig hier so einfach das Zeug rausknallen, wie ich gerade lustig bin. Bin ich nicht so der Typ. Jetzt die Wolken gehen schon, aber wollte ich einfach so ein bisschen schauen, damit es einfach ein bisschen besser passt. Und genau, die werden wir dann nachher nämlich noch ein bisschen mit Schwarz bearbeiten, damit die nochmal ein bisschen von unten dunkler aussehen. Und ja, das ist einfach nur wichtig, so ein bisschen zottelig rein. Hier könnte man auch natürlich mit ein bisschen, wie war es hier, Wolle oder was die Leute dann nehmen, so ein bisschen Watte, meine ich, so verrupfte Watte kann man nehmen und einfach von oben anspülen, damit es ein bisschen mehr so cloudmäßig aussieht oder eben so ein bisschen verrissenes Papier und so, aber benutze ich nicht. Ich mache das lieber von Hand, die Strukturen. Ihr könnt es natürlich auch, wenn das ist nicht so gut, ihr könnt auch mit dem Papier machen. Da sehen die Wolken eigentlich auch nicht schlecht aus. Und wenn man hier, hey, was ist heute los? Wenn man jetzt hier wieder mit der Farbe dosiert und gut rangeht und schon bewusst von oben einfach mehr gibt oder öfters drüber geht und von unten schon ein bisschen mehr, sag ich mal, einfach wegbleibt, dann kriegt ihr ja schon wieder zig Farbebenen rein in das Weiß. Und das hilft euch eigentlich relativ schnell, ein relativ runderes Ding abzuliefern. Also deswegen verdünne ich die Farben auch immer, um da einfach mehr Spielraum zu haben, um mehr Farbverläufe kreieren zu können. Das habt ihr mit einem volldeckenden Weiß nicht. Das sieht scheiße aus. Wenn ihr dann volles Weiß nehmt, das sieht generell scheiße aus, weil es einfach sofort deckt. Und dann so hart deckt, dass es halt einfach, ja, kein Raum mehr lässt für irgendwelche Farbverläufe oder irgendwelche anderen Farbkombinationen. Deswegen sage ich ja immer, mischt, sag ich, hey, was ist heute los? Was ist heute los? Was ist da los? Ich will Call of Duty spielen. Unreal Tournament, das war das kleine Schreikind. Nein, da müsst ihr einfach ein bisschen die Farben verdünnen, das ist ja kein Act. Habt ihr viel mehr Spielraum für das Ganze. Und genau, jetzt machen wir da eben so ein bisschen. Ich habe mir jetzt hier, der Hintergrund soll auch nicht zu krass wirken, damit es irgendwie nicht ganz so passt. Mehr ist so der indirekte Fokus auf dem Skull und natürlich so der Hauptfokus auf dem Hai. Und das rumherum ist dann nur so ein bisschen, ja, da kommt noch ein bisschen dazu, aber es sollte nicht zu viel einnehmen. Deswegen habe ich geguckt, dass es auch einigermaßen stimmig bleibt und das eben einfach passt. Ich merke schon wieder, ich hüpfe hier wieder wie verrückt auf den Ball rum. Das lässt sich gar nicht ausschalten. Das ist einfach wie so ein Spaß, die hocke ich hier vor diesem scheiß Mikrofon und wippt mir hier voll einen ab. Wahrscheinlich hört man es nachher voll in der Aufnahme. Nicht nur den Ball, sondern wahrscheinlich die Stimme die ganze Ach, ist das herrlich. Ja, das machen wir einfach so freihand hier mit den ganzen Wölkchen und ich versuche die natürlich hinten raus mal ein bisschen kleiner zu machen, damit es auch so ein bisschen aussieht, als würden die in der Ferne dann quasi sein, damit es nochmal ein bisschen so die Tiefe nach hinten bekommt und vorne dran, beziehungsweise oben dran, da werden die natürlich ein bisschen fetter und breiter, damit das Ganze einfach aussieht, als wäre das näher dran. So kriegen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Tiefeneffekt rein, oder können es wenigstens probieren. Und dann sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. Und ja, also so kann man dann sich dann durcharbeiten. Und wie gesagt, hier stecken wir noch mal ein bisschen die Insel ab, damit die da nicht untergeht. Und auf die Insel kommen eben nachher noch Bäume und so. Das ist dann hier alles nicht so wild. Da kann man auch schön ein bisschen reinbrushen. Ist völlig wurscht. Wir geben dem nachher noch dann Struktur mit Stein. Und dann kommen nachher noch ganz viele Bäume rein. Und so a lot of bushes. Wie Bob Ross immer sagen würde. A little bushes here and bushes here. Ich glaube, ich muss auch mal so einen Pinsel holen, wo ich einfach noch so ein bisschen an die Staffelei so mit meinem Pinsel dagegen hau. Geiler Scheiß. Ja, und ihr seht, mit dem schönen verdünnten Weiß kann ich jetzt hier nochmal an die Stellen, wo ich vorhin dran war, nochmal schön drüber gehen. Gibt gleich nochmal eine erhöhte Deckkraft, sieht gleich nochmal anders aus und passt. So, hier hat man jetzt natürlich einen Schnitt und ich sehe diesmal wieder was Blödes passiert. Sehe ich jetzt erst,
Monate später, nachdem ich das Ganze ja gemacht habe und aufgenommen habe, ich habe die Helligkeit von der Kamera etwas runtergedreht, weil es auf einem kleinen Kamerabild viel zu hell aussah. Muss ich jetzt leider feststellen, dass es viel zu dunkel war. Ergo, ich habe das Ganze hier mit dem Programm wieder ein bisschen heller gemacht, damit es nicht zu duster ist. Das sah schon ziemlich dunkel aus. Er verfälscht natürlich so ein bisschen jetzt hier die Farben etc. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Tut mir leid, ist jetzt leider ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt so bleibt, aber ja, ich glaube eine Folge noch bestimmt. Und dann wird das wieder besser, aber ja, ist ja halb so wild. Ihr seht ja trotzdem noch genug und die Technik und alles und ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Vielleicht fummel ich hier nochmal ein bisschen rum, vielleicht kriege ich die Farben nochmal ein bisschen besser hin. Dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. Und dann passt das nämlich. Jetzt machen wir nämlich hier wieder so ein paar schöne Highlights. Und ich springe an so einem Bild, ihr seht es halt auch mal wieder hin und her. Das mache ich wirklich gerne und viel. Das ist natürlich beim Aufnehmen immer ein teuflisches Teufelszeug, weil wenn ich irgendwo zu nah mit der Kamera reingehe und jetzt sage ich mal voll in die Wolken reinzoome, um es euch richtig schön zu zeigen und dann ständig wieder ans Wasser springe, seht ihr gar nichts. Deswegen bleibe ich jetzt lieber erfahrungsgemäß etwas weiter weg. Dann haben wir die Chance auch, dass alles drauf ist, was drauf sein sollte. Und dann ist es nämlich viel, viel besser für euch. Und jetzt machen wir halt hier nochmal so schöne Highlights. Überall Highlights noch ein bisschen. Nochmal das Ganze ein bisschen rausziehen. Und dann ist das nämlich wieder eine rundere, schönere Sache. Und hier arbeite ich jetzt natürlich mit den 2 Silverlines und natürlich der AL Plus. Und weil ich bis dato noch keine andere hatte, da hatte ich weder die Infinity noch die Iwata. Und ich muss sagen, die Iwata ist so viel besser. Jetzt habe ich doch mehr mit der Infinity und mit der Iwata geschafft. Und ich muss echt sagen, die Iwata gefällt mir deutlich, deutlich besser. Die Infinity ist nicht schlecht, absolut nicht. Also die Hard- und Steambacks sind generell nicht schlecht. Es soll nicht heißen, dass die irgendwie kacke sind oder so. Zum Gegenteil, mit denen arbeite ich wirklich gerne. Aber jetzt direkt im Vergleich mit der 300 € Iwata muss ich sagen, die läuft noch besser. Die hat zwar eine 0,2er Düse und Nadel drin und die Infinity ja eine 0,15 Düse und Nadel, aber mit der Iwata kann ich feiner malen. Und das sagt eigentlich schon relativ viel aus, weil da ist einfach die Gun Control noch besser. Also man kann da mit der einfach noch präziser arbeiten und das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und das ist schon spürbar anders, deswegen war ich da echt beeindruckt und finde das auch richtig cool. Und benutze die echt mit am liebsten gerade momentan. Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen das dunkle Blau und fahren noch mal so ein bisschen hier die Wölklein ab, damit die noch mal ein bisschen mehr rausstechen. Ich gehe natürlich jetzt in dem Hintergrund so ein bisschen unter, ist natürlich auch ein bisschen Sprühnebel gewesen. Jetzt nehme ich hier natürlich das schöne dunkle Blau, das Ultramarin ist wieder das Transparente. Und fahre hier nochmal so ein bisschen an den Rändern entlang, damit die Wolken einfach wieder ein bisschen sichtbarer werden, ein bisschen mehr Kontur kriegen. Und ja, das ist eigentlich immer eine feine Sache, um da schnell wieder ein bisschen mehr, sag ich mal, Schärfe reinzubringen. Das ist ja oft das Problem bei Anfängern, dass die immer sagen, ich kriege das nicht scharf. Wenn ihr es scharf haben wollt, dann müsst ihr mich abonnieren. I'm horny tonight. Nein, aber Schärfe kriegt ihr natürlich hin, wenn ihr kleine Linien zieht. Und so mache ich das jetzt im Endeffekt bei den Wolken. Ich ziehe hier kleine Linien einfach nur am Rand entlang. Schön mit einem transparenten Blau in dem Fall hier. Dass sich dann auch nach hinten raus einfach ein bisschen mit dem Hintergrund mischt und dann auch nicht wie eine Linie aussieht, sondern eher wie ein schöner Farbverlauf. Und so habe ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal habe ich die schöne harte Kante, die das Ganze einfach wieder schön sichtbar macht. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch zusätzlich noch einen schönen Farbverlauf. Und das ist halt im Airbrush-Bereich einfach eine geile Sache, ein cooles Ding, was man einfach machen kann. Und ihr seht, ich gehe jetzt hier ein bisschen mehr Stärke über den ganzen Hintergrund drüber, damit das einfach nochmal oben weg einfach nochmal ein bisschen dunkler wird und wie gesagt oben hin einfach wieder von unten wieder ein bisschen heller wird.
Und jetzt gehe ich hier noch ein bisschen in die Wolken rein mit dem verdünnten Schwarz und gebe dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität und mache das einfach nochmal. Da hatte ich noch nicht das Ghost Black Set. Hier hätte ich gerne das Medium genommen. Wo ich sagen muss, beim Bruce Willis, Joe McClane Bild. Yippie-yo, Motherfucker. Da habe ich mega viel auch das Ghost Black Set benutzt, weil diese fertigen Abstufungen einfach gut sind. Ich finde sie richtig gut. Die kannst du einfach, dann weiß ich, jetzt nehme ich so ein Mittel oder so ein Leitton von Schwarz und da habe ich wirklich einen konstanten hellen Schwarzton, eher schon Grauton, mit dem kann ich halt konstant arbeiten, ist halt mega, mega cool. Hätte mir hier sicher auch gut helfen können, aber wie gesagt, hatte ich hier noch nicht am Start. Aber da finde ich die Farben schon mittlerweile bombastisch von Airbrush For You und die ganzen Colors. Airbrush Color For You finde ich mega geil. Mache ich gerade extrem viel mit, weil die einfach so gut sind. Kein Tip-Dry, so gut wie keins, mega Fließverhalten und einfach mega performen als Künstler. Es ist einfach eine geile Sache, wenn dann schon mal die Farbe einfach läuft. Ihr seht, das ist jetzt ziemlich dunkel. Hier hätte ich eigentlich gerne ein helleres, eher schon grau gehabt, aber ja, habe ich natürlich verpennt, mir da eins anzumixen auch. Hätte ich natürlich auch 1:1 nehmen können mit ein Tropfen Weiß, ein Tropfen Schwarz, hätte ich ein schönes Grau gehabt. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube, da gehe ich dann nachher nochmal ein bisschen mit dem Mais rein und nehme dann nochmal das Schwarz runter und lege dann quasi im Endeffekt wieder ein Grau hin. Habe ich natürlich wieder die doppelte Arbeit, aber mei, so ist das halt in dem Moment. Und genau, jetzt lege ich das nämlich nur so ein bisschen vor, mache das noch so ein bisschen, damit das einfach mehr Tiefe kriegt. Aber wie gesagt, das sieht jetzt, das gefällt mir jetzt, wenn ich das selber jetzt schon sehe, das gefällt mir das gar nicht. Wenn ich hier oben aufs Bild hinschaue, wo es hängt, dann sehe ich natürlich, dass ich da nochmal deutlich drüber gegangen bin mit Weiß. Und dann hat es auch wieder gepasst. Aber ich fand einfach von unten die Wolken noch so ein bisschen dunkler zu machen. Es sah einfach nochmal ein bisschen besser aus. Ich hätte auch eigentlich mit einem anderen Blauton vielleicht nochmal drauf gehen können. Wäre sicher auch nicht schlecht gewesen. Wollte ich eigentlich erst machen mit einem Blauton. Da habe ich mir gedacht, hier ist alles blau gerade, vielleicht sieht das nachher nicht so geil aus. Und ja, dann habe ich mir gedacht, komm, dann nimm einfach ein Grau. Habe natürlich ein Schwarz genommen. Und dann ist das nicht so gut. Aber ihr seht, jetzt cover ich es wieder ein bisschen ab. Nimm das wieder ein bisschen runter und dann passt das. Und das meine ich ja, man muss sich halt einfach, man darf sich nicht einfach zufrieden geben mit was Mittelmäßigem. Wenn es euch nicht gefällt, dann geht einfach nochmal drüber, nehmt euch nochmal die Zeit. Wenn mal irgendwas nicht passt hier, ein John McClane hier, Stirb langsam Bild, habe ich die Hand gemacht, unten. Und auf dem Referenzbild war die dunkel, mega dunkel, da waren so komische Schatten drin. Ich habe das zuerst mal übernommen, um dann festzustellen, dass es einfach nur scheiße aussieht. Dann habe ich mir gedacht, warum? Das sieht scheiße aus. Und ich war eigentlich fertig mit dem Bild. Dann habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich keine Zeit mehr, will es eigentlich jetzt auch gerne fertig haben. Und dann habe ich überlegt, soll ich das so lassen? Und dann habe ich mir gedacht, Alter, nein. Lass das nicht so, mir gefällt es nicht, das sieht einfach nur schäbig aus, mach das neu. Das war nochmal richtig viel Arbeit in dem Speziellen, weil es natürlich alles in Farbe ist und dann musste ich den kompletten Hautton nochmal vorne aufbauen, auf dem kompletten unteren Teil. Hab das aber dann halt einfach gemacht. Das hat mich dann im Endeffekt, aber was hat es mich gekostet? 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde und danach war das halt 10.000 Mal geiler. Und das hat dann gepasst und dann war ich auch mega zufrieden. Da habe ich mir gedacht, bin ich froh, dass ich es gemacht habe und nicht einfach so gelassen habe, weil es halt so im Referenzbild ist. Also Referenzbilder sind auch nicht immer das Gelbe vom Ei und macht dann gerne auch euren eigenen Shit da rein. Dann ist das einfach deutlich, ja, es muss halt nicht immer so nach Schema F gemacht werden. Auch bei meinen Bildern, ihr müsst die ja auch nicht 100% so machen. Bringt da auch euch gerne euren Flair, euren Style rein, macht das ein bisschen so, wie ihr da Bock habt und dann ist das doch eine runde Sache. Ja, jetzt cover ich hier nochmal richtig schön ein bisschen ab. Dadurch, dass das Weiß wieder verdünnt ist, dann ist es natürlich nicht 100% deckend, sondern so halbtransparent. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, natürlich auch das Schwarz wieder ein bisschen ins Graue zu wandeln und es dann einfach wieder so zu machen, dass es passt. Und dann war das so eine coole Sache. Danach sehen die Wolken geil aus, haben gepasst. Wo ich mir gedacht habe, so, jo,
die lassen mir so, das ist doch eine geile Sache. Und ja, bei dem Bild habe ich mir natürlich nicht so viel Zeit gelassen. Ich muss mir sicher auch sagen, da war ich ziemlich im Stress. Und das weiß ich noch. Und da habe ich hier und da dann neige ich dazu, doch mal ein bisschen mehr zu machen, auch wenn ich schon völlig müde bin oder drüber bin über meinen Konzentrationspunkt. Und das merke ich dann schon, wenn der dann vorbei ist, wann ich die Konzentration nicht mehr habe und wann ich sie noch habe. Und deswegen immer gefährlich, weil dann passieren dann Fehler. Und ja, das ist dann immer nicht so geil, weil man macht sich doch schon relativ viel Mühe mit solchen Bildern. Im Endeffekt hapert es nachher dann an der Konzentration und man muss unbedingt fertig haben. Man muss immer unbedingt alles gleich fertig haben. Und dann nochmal, um zum 10. Mal heute den Stopp langsam zu nennen, habe ich mir jetzt einfach mal schön Zeit gelassen. Habe ich gebrusht, wann ich brushen konnte, habe aufgehört, wenn ich keinen Bock mehr hatte, habe es wirklich nur gemacht, wenn ich wirklich gut drauf war, und es ist um Längen besser geworden als viele andere Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, weil ich einfach mir die Zeit genommen habe. Und das habe ich da extrem gemerkt, so wie negativ sich das auswirken kann, wenn man so viel hetzt. Wenn man sich keine Zeit nimmt, wenn man wirklich viel hetzt, ich in meinem Fall, dann kann das schon ganz schön, man kann das ein Boomerang werden, der sehr unschön ist und dann ist einfach nachher das Bild und die Qualität drunter leidet. Das ist doch eigentlich voll der Käse, oder? So, jetzt haben wir wieder hier ein schönes verdünntes Schwarz und ich cover einmal den ganzen Berg ab. Ich will nämlich auf dem Berg einmal ein bisschen Steine unten machen, so ein bisschen andeuten und oben natürlich Vegetation, Bäume, Pflanzen, Büsche und so ein Scheiß. Und deswegen brauche ich jetzt einen schwarzen Hintergrund, weil damit einfach der Kontrast besser kommt. Weil hier habe ich jetzt nachher die Bäume, das werdet ihr dann in der zweiten Folge sehen. Ich sehe gerade, hier habe ich es nicht mehr drauf, erst in der zweiten Folge. Da machen wir dann die Bäume und die Büsche und alles. Alles in Bob Ross-Style, lot of bushes, so ein bisschen. Mit der Airbrush-Farbe hat das nicht ganz so gut funktioniert, das kann ich gleich mal vorweg sagen, aber ich habe mich einfach kurz daran orientiert, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen, da kommen wir hier wieder zu dem Thema, ein bisschen faul war, weil ich irgendwie zeitmäßig auch ein bisschen hier am Struggeln war. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das mit dem Pinsel zu machen und dann eben vom Aufbau her wie bei Bob Ross. Und dafür brauchte ich natürlich einfach am besten einen schwarzen Hintergrund und nicht das Blau, dass wenn was durchscheint, dass es dann eben nicht das Blau ist, weil das sieht dann, fand ich, ein bisschen komischer auf der Insel. Wenn dann hinter den Büschen, gerade auf dem Berg, dann was Blau scheint, dann lieber das Schwarz oder beziehungsweise dann nachher ein Grau, wenn wir das hier ein bisschen einfärben und nachher noch bearbeiten, anstatt das Blau. Das passt einfach nicht. Deswegen habe ich hier das Ganze schwarz gemacht. Und ihr könnt natürlich sowas, wenn ihr jetzt was nachmacht hier und ihr seid bis jetzt gut durchkommen, aber malt jetzt hier vielleicht zu viel raus oder habt zu viel Overspray, dann klebt halt den Berg ab, ist doch wurscht. Maskiert das Ding kurz ab, schnipselt euch die Schädelplatte raus, könnt ihr da rumfuhrwerken, wie ihr Bock habt und dann passiert ja auch nichts. Ist halt immer nur ein bisschen der Nachteil, es wirkt, finde ich, wenn was abmaskiert ist, nachher zu scharf. Zu scharfkantig in so einem Bild, wenn man jetzt sehr viel Freihand macht, wie ich hier eigentlich alles Freihand mache, so wie so ziemlich alle anderen Bilder auch, dann wirken so abmaskierte Sachen ganz, ganz schnell aufgesetzt auf das Ganze. Die stechen so massiv raus, dass es dann irgendwie unorganisch aussieht und das mag ich daran nicht. Ich finde es völlig legitim, kann jeder machen und so, aber ich empfinde es dann immer so als recht störend, wenn dann etwas mega scharf da. Und das wird ja wahrscheinlich nachher hier mehr Aufmerksamkeit auf das Bild lenken, als es eigentlich sollte. Und deswegen bin ich da kein Fan von. Dann nehme ich eher lieber noch die Freihandschablone oder schnipsel mir was aus dem Papier. Das habe ich das früher immer gemacht, wo ich das noch nicht so beherrscht hatte vom Handling mit der Gun. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch machen. Also mir fällt es halt auf. Ich finde es halt störend, aber ich glaube, viele Menschen da draußen, die würden das bei Leben nicht erkennen, nicht sehen, gerade sowieso unkünstlerische oder nicht künstlerische Menschen, die
denen fällt das schon 10.000 Mal eher nicht auf. Also wenn ich meiner, keine Ahnung, meiner Oma irgendwelche Sachen zeige, die findet alles geil, weil die gesagt, sie könnte im Leben nicht, ja, die kann nicht mal die Sonne malen, so gefühlt. Und dann ist das alles, was darüber hinausgeht, einfach für die Leute schon der Wahnsinn. Da mache ich mir natürlich mehr Gedanken über Sachen, die vielleicht irgendwie auf einer gewissen Art und Weise trivial sind, aber das spornt mich halt an, besser zu sein. Spornt mich natürlich an, einfach was Besseres zu machen, weil ich einfach selber so einen höheren Anspruch an mich habe. Das kann Fluch und Segen zugleich sein. Aber da müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen. Ich bin da halt eine ziemlich ambitionierte Person und manchmal auch ein bisschen überambitioniert. Und da stehe ich Gott sei Dank nicht ganz so alleine da. Ich glaube, Nils geht's da. Der hört sich das jetzt hier an und denkt sich, jo, könnte so auch bei mir passiert sein. Da haben wir schon sehr oft drüber gequatscht im Discord und schon lachen müssen. Da sind teilweise schon sehr viele Parallelen, was das angeht. Und da habe ich wenigstens jemanden, der das gut nachfühlen kann. Also war mega herrlich. Heute ist wieder eine schöne Session. Wir haben heute schon wieder Samstag, Jungs und Mädels. Und jetzt geht es nachher gleich los. Bringe ich nachher schnell das Mädchen ins Bett, meine Kleine, und dann mache ich mir ein Bierchen auf und dann wird hier geschnackt wie die Weiber am Frühstückstisch. Geiler Scheiß. Ja, was mache ich jetzt eigentlich hier? Ich mache natürlich hier so einen Versuch, hier ein bisschen so eine Bergstruktur anzulegen. Also, fällt mir alles runter. Also das sollen jetzt keine Bergspitzen sein, sondern einfach nur so eine Felsformation. Ich mache das jetzt hier mit Absicht so ein bisschen kantig. Alles, das soll so ein bisschen einfach so ein bisschen steinformationsmäßig sein. Also der ganze Berg ist ja ein Stein. Hier aber, also beziehungsweise der Schädel einfach, aber ich wollte hier einfach so ein bisschen diese Steinstruktur reinbringen und dann mache ich das ringsrum und ziehe es jetzt noch ein bisschen nach oben. Weil wir covern nachher oben natürlich überall, machen wir die Bäume hin. Da sieht man nachher nicht mehr viel vom Gestein, aber das, was durchsickert, das sollte halt so kantig aussehen. Deswegen mache ich das jetzt gerade so. Jetzt kommt mir hier die ganze Zeit wieder das Mittagessen hoch. Ihr kennt es ja, ich nehme gerne mal auf am Abend dann. Gerade schön Abend gegessen, richtig deftig reingehauen, dass der Ranzen schon wieder spannt und das Doppelkinn wieder doppelt so fett wird. Übrigens ja wieder hier Klischee. Kaum war das zweite Kind da, schon ist wieder viel Stress und so. Ich natürlich gleich mal doppelt so fett wie sonst. Was soll man machen? Wird dann wieder richtig geil, jetzt dann wieder anzugreifen im neuen Jahr jetzt. Geht's wieder los, Jungs und Mädels. Dann wird wieder hier geackert. Wieder im Gym geackert wie verrückt. Ja, so, dann kommen wir mal zurück zum Bild. Ich schweife schon hier wieder ab und riecht wieder irgendwelchen Käse, wo ihr euch wieder denkt so, what the fuck? Und deswegen mache ich jetzt hier wieder ein bisschen Stein. Ich hätte das natürlich hier auch noch mit ein bisschen mit Braun, ein bisschen mehr einfach, ein bisschen mehr Farbe reinbringen können, aber ich habe mir dann, während ich das hier so gemacht habe, gedacht so, gefällt mir das so wirklich? Wie ich lieber mehr Bäume machen bis nach unten hin und irgendwann habe ich mir gedacht, doch, ich will eigentlich mehr diese Pflanzen machen, weil der Schädel jetzt ja nicht wie ein Strand Fläche bietet zum irgendwie in die Tiefe gehen und versteht ihr, was ich meine? Nicht so wie am Strand, dass man so die Tiefe hat und dann kommt zum Beispiel ein Vulkanberg oder so, sondern der Schädel ist ja an für sich eigentlich rund und ist nicht viel Platz für einen Strand. Und ich habe ja auch keinen geplant, deswegen habe ich mir irgendwie überlegt, okay, wenn was dranhängt, dann eher so, dann über Jahrzehnte dann halt so Algen, Moos, Muscheln, Gedöns und dann halt so vielleicht von mir aus noch so Ablagerungen, die dann eher so steinmäßig sind, so wie jetzt. Dann habe ich mir gedacht, dann eher da drauf die Bäume und alles. Das ist das Ganze, das macht es, glaube ich, ein bisschen cooler. Deswegen habe ich mir dann hier irgendwann jetzt auch nicht mehr so viel Mühe gegeben, um ehrlich zu sein. Weil ich mir gedacht habe, gut, ich werde wahrscheinlich 80-90% hier mit den Pflanzen vollballern. Deswegen mache ich jetzt hier gar nicht so lange rum. Das hält mich nämlich zu lange auf. Und ist nachher wahrscheinlich kaum noch sichtbar. Deswegen
habe ich mir dann hier jetzt nicht mehr so viel Mühe gegeben und so war es dann am Ende des Tages auch. Und dann habe ich dann eigentlich nachher angefangen mit den ganzen Bäumen und Büschen und dem Ganzen. Und dann hat das nämlich richtig, richtig gut gepasst. Und so fand ich es auch cool. Das soll natürlich schon so eine Insel andeuten. Das Bild soll ja so ein bisschen hier oben Insel, unten Schädel. Das ist ja, war ja schon gewollt so, aber ich wollte es schon noch so ein bisschen, ja, dass es schon für mich irgendwie noch Sinn macht irgendwie. Ach, das war ein herrliches Projekt. Das hat mir so gut gefallen. Das war so ein Spaß. Jetzt formuliere ich nachher noch mal ein bisschen einen Kontrast noch. Das ist hier gerade noch viel zu hell. Sieht schon alles so milchig aus. Kotzt mich an, dass das mit der blöden Kamera. Wenn ich mal so ein Doppel bin und dann das umstelle und dann gar nicht zweimal hingucke und dann so einen Käse habe. Aber ja, das werde ich jetzt nachher noch mal machen. Ich sehe aber gerade schon, wir sind natürlich jetzt hier dann gleich schon am Ende angelangt. Hier zücke ich jetzt natürlich nochmal hier den AR-Color-Stift, um nochmal ein bisschen zu highlighten. Ohne da jetzt lange mit der Gun rumzufummeln, nehme ich einfach den Stift. Scheiß doch der Hund drauf, habe ich mir gedacht. Und dann cover ich das nochmal ab. Und das, was man dann sieht, das passt dann schon. Und wir machen natürlich jetzt nachher die ganzen Pflanzen alles mit dem Pinsel. Dann ist das nicht so wild. Und genau, aber das werdet ihr nicht mehr heute, nicht mehr jetzt sehen, sondern das nächste Mal. Und dann freue ich mich schon, wenn ihr mit am Start seid. Und wie gesagt, mich würde es mega freuen, wenn das mal irgendjemand versucht umzusetzen. Ja, wäre schon mal eine coole Sache zu sehen, wie das bei der Person aussieht. Ob sowas hier überhaupt gut funktioniert oder nicht, aber ich sehe gerade bei den ganzen anderen Skulls, dass ihr doch einiges drauf habt, auch sogar als Anfänger viel drauf habt, viel machen könnt, da bin ich echt überrascht. Und dann würde ich sagen, laber ich gar nicht mehr viel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und noch viel Spaß mit meinen Videos.